Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Enrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie und auf diesem Kanal, da sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute geht es uns darum, wie Schönheit uns im Glaubensleben helfen kann. Wenn ich durch die Felder streife an einem solchen lauen Maientag, dann könnte auch ich anfangen zu dichten. Denn dieser Monat berührt manche Bereiche der Seele, die allzu oft im normalen Alltag wie abgesperrt und vergessen sind. Ich liebe diesen Monat. Er zeigt mir nämlich, dass Gott es gut mit uns meint. Dass er uns nicht nur das gibt, was wir so zum Leben brauchen, sondern er ist verschwenderisch in seinen Gaben. Selbst wenn nur ein Bruchteil von den Blüten, die wir hier an den Bäumen sehen, Frucht bringen, der Rest ist nicht überflüssig und umsonst. Nicht nur die Frucht hat einen Sinn, sondern auch diese Blütenpracht nährt uns auf ihre Weise. Sie ist eine Seelennahrung. Und dieser ganze Monat ist Maria geweiht. Für manche vielleicht eher unverständlich, aber für mich so schön. Für mich verbinden sich auch manche Kindheitserlebnisse damit. Ich denke so gerne zurück an ein religiöses Erlebnis, das ich hatte schon als Kind. Und zwar sind wir als Familie oft im Mai an unser Nationalwallfahrtsort gefahren. Das ist im Südosten Englands. Der Ort heißt Walsingham. Und das ist ein Marienwallfahrtsort. Das liegt mitten im Grünen in einer wunderschönen, naturbelassenen Landschaft. Und die letzte Meile dieser Wallfahrt, da ging man immer barfuß. Und links und rechts, da wuchsen alle Art von Feldblumen. Und an einer Stelle, da floss so ein kleiner Bach über die Straße. Da sind wir als Kinder so durchgeplanscht. Und dann haben wir dort Lieder gesungen am Abend oder einfach die schöne Abendstimmung genossen und die Grillen, das fröhliche Zirpen im Gras gehört. Und diese schöne, stille Natur, das hat sich alles zusammen mit dieser übernatürlichen Erlebnis, das hat sich so verdichtet zu einem tiefen Erlebnis. Dadurch ist praktisch die Liebe zur Gottesmutter Maria mir in die Wiege gegeben. Sicher, die ist gewachsen über die Jahre, aber sie war schon von Kindheit an da und ich habe das richtig schätzen gelernt. Irgendwo las ich eine schöne Beschreibung von Maria. Sie ist ein Meisterwerk Gottes, der Überfluss des Göttlichen in einem menschlichen Gefäß. Es ist ja so, dass wir alle eine Rolle zu spielen haben in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Aber sie hatte wirklich eine hervorragende Rolle zu spielen gehabt. Denn Gott hat sie für würdig gefunden, seinen Sohn zu tragen. Das hat ja sonst kein Mensch auf dieser Welt. Und sie steht Gott am nächsten. Und auch heute hat sie auch eine Aufgabe uns Menschen gegenüber. Sie ist voll der Gnade, voller Lebenskraft und Lebensfreude, voll schön. Ganz ähnlich ist es bei der Musik. Sie ist ja nicht überlebensnotwendig, aber was wäre die Welt ohne Musik, ohne Töne, ohne Tanz? Mir tut es unheimlich gut, wenn ich mit Musik zu tun habe und wenn ich so den Klang dann in mein Inneres lasse, in meine Seele, gerade wenn ich so einen stressigen Tag hatte. Und dann kann das eigene getaktet sein, irgendwie ausschwingen in die Harmonie der Töne. Das ist so echt wohltuend. Und das genau ist die Wirkung von Schönheit. Da verändert sich was in uns. Ich habe mal eine Erzählung gehört über den ersten Musiker. Und es könnte so gewesen sein.
In der Frühzeit, das waren ja alles Jäger und Sammler. Und es war also beim Abschießen eines Pfeiles beim Jagen. Ein besonders verträumter Jäger ist mit dem Finger an der Sehne des Bogens hängen geblieben. Er war hingerissen von dem schönen Klang. Dann hat er am Abend am Lagerfeuer versucht, das zu wiederholen. Mit der Sehne über verschiedene Materialien zu streifen. Man kann sich vorstellen, wie die anderen sich über ihn lustig gemacht haben. Denn alles, was sie kannten, war auf Nützlichkeit, auf Jagen ausgerichtet. Aber dann waren sie still und haben dem Klang gelauscht. Und da ist etwas Wesentliches passiert. Die Jäger entdeckten etwas, das über das nützliche Jagen hinausging, nämlich das nutzlos Schöne. Ist Schönheit nutzlos? Das kommt auf die Messwerkzeuge an, mit denen jemand misst. Sicher, um sich das Essen zu erjagen, braucht man etwas anderes als Musik. Aber die Schönheit kann in uns selber einen ganz eigenartigen Reichtum erschaffen. So sagt zum Beispiel auch der Geigenbauer Martin Schleske, er sei überzeugt, dass der Mensch, der musiziert, in einem ursprünglichen Sinn das Schöpfungsgeheimnis der Liebe erforscht und ergründet. In dieser Einheit, die entsteht zwischen dem, der Musik macht, und seinem Instrument. Kennt ihr das auch, wie gut es tut, sich einer solchen Schönheit auszusetzen? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber manchmal komme ich so ins Hamsterrad. Und irgendwie, da schalte ich um in dieser Produktionsmodus. Aber ich frage mich, ist das alles? Nur produzieren? Lebe ich dann Beruf oder Berufung? Gott sei Dank habe ich auch Zeiten am Tag, an denen ich mich ausschließlich mit Gott beschäftigen kann, bei ihm sein kann im Gebet. Aber außer dem klassischen Gespräch mit Gott hilft mir auch alles, was ich unter schön bezeichnen würde, um tiefer bei ihm zu sein und ihn zu spüren und auch besser zu verstehen. Gott ist doch der unendlich Schöne. Im Mai sind wir richtig umgeben von Schönheit. Die Natur zeigt sie uns. Probiert es mal, diese Schönheit bewusst in euer Inneres hineinzulassen. Also eure Fantasie mit schönen Bildern und Eindrücken zu füllen. Bauen wir in unserer Seele eine kleine Kapelle, einen schönen Ort, an den wir uns immer wieder zurückziehen können, der dann einfach auch dem entspricht, was wir seit unserer Taufe sind. Ein Ort der Gegenwart Gottes, ein wirklich schöner Ort. Von unserem schönen Ort hier, euch allen einen guten Start in diesen Monat Mai.